Ich glaube, ich musste was erklären. Das wäre eine gute Idee. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, Lisa zu sagen, dass wir auf Dauer hier bleiben. Ich wollte Herrn von Weinbach-Lahnstein anrufen, aber dann sagte Mr. Rush, das sei nicht mehr nötig. Da ist er ja endlich, hat er noch gesagt und aufgelegt. Ja, aber das ist doch alles erstunken und erlogen! Wollen Sie jetzt eine Aussage machen oder nicht? Herr von Bayenbach-Lahnstein, wir warten auf Ihre Aussage. Ja, Entschuldigung, werter Herr Vorsitzender, ich möchte an dieser Stelle noch einmal bekräftigen, dass ich unschuldig bin. Ich habe mit dem Mord an Donald Rush nichts zu tun, wirklich nicht. Allerdings möchte ich Sie bitten, die Glaubwürdigkeit dieser Zeugin Bodenbach noch einmal zu überprüfen. Bernd, Ihnen ist bekannt, dass es Angeklagten untersagt ist, Zeugenaussagen zu bewerten oder in irgendeiner Weise zu kommentieren. Ja, schon, aber so viel, wie vielleicht Ihnen nicht bekannt sein dürfte, dass die Falschaussage dieser Zeugin gekauft wurde. Bernd, bitte! Ja. Herr von Bayenbach-Lahnstein, wenn Sie nichts Neues auszusagen haben, dann bitte ich Sie, wieder Platz zu nehmen. Ich weiß nicht, ob diese Aussage so clever war. Dad kämpft für die Wahrheit. Und er wird gewinnen. Auf dem Dachboden müssten doch noch meine alten Platten von früher sein. Ja, richtig. Der Karton ist beschriftet. Kommst du mit hoch? Na, nicht jetzt, Susanne. Ach komm schon, Papa, auf die alten Zeiten. Im Sommer gehen wir aufs lateinamerikanische Festival. Na, kommst du? Aber im Sommer sind wir doch gar nicht mehr hier. Ja, das stimmt. Da werdet ihr bereits so viele Freunde haben, dass man euch gar nicht mehr zu Gesicht bekommt. Wir kennen das schon. Wie bis dahin? Welche Freunde? Naja, wenn ihr erst mal zur Schule geht. Papa. Was soll das heißen? Wieso? Was soll das heißen? Wisst ihr nicht? Lisa, ich wollte dir das ganz in Ruhe... Wir bleiben hier. Für immer. Und du sagst uns keinen Ton? Entschuldige bitte. Ja, du konntest es ja nicht wissen. Da muss ich jetzt alleine durch. Du hast Dad diesen Schwachsinn eingeredet? Wenn Bernd sich schuldig bekennt, dann ist das die einzige Möglichkeit, Ihn für den Rest seines Lebens in den Knast zu bringen. ihn auf Bewährung früher frei zu bekommen. Was bist du denn für ein Anwalt? Wenn Lars glaubt, dass Bernds Chancen schlecht stehen. Hier geht es nicht um 20 Sozialstunden, die Dad im Tierheim ableisten soll. Sondern 25 Jahre Gefängnis, die dein Vater auch absitzen muss, wenn die Staatsanwaltschaft auf Mord in besonders schwerem Fall plädiert. Mit einem Schuldbekenntnis hätte vielleicht noch die Möglichkeit bestanden, nach 15 Jahren einen Straferlass zu erwirken. Das hätte dir natürlich wunderbar in den Kram gepasst. Und ich weiß auch warum. Weil du selbst glaubst, dass Dad schuldig ist. Du wirst den Fall endlich abhaken. Dad ist dir nämlich scheißegal. Vanessa, es reicht. Du studierst Jura und hast einige Verhandlungen mitbekommen. Du kennst die Spielregeln vor Gericht und weißt so gut wie ich, wann es keinen Sinn mehr macht. Genau. Dann, wenn der Verteidiger keine Eier hat. So wie du. Vanessa. Tja. Da habe ich wohl die Begrüßung unserer Enkel total ruiniert. Du konntest doch nicht ahnen, dass Lisa denkt, sie seien nur auf Besuch hier. Das war eindeutig Susannes Fehler. Sie hätte Lisa gleich die Wahrheit sagen müssen. Und überhaupt, Susanne wollte doch mit den Kindern vorher über alles reden. Die Entscheidung ist ja auch nicht ganz unwichtig, ob nur kurzer Besuch oder für immer. Sie will schon wissen, was sie tut.
Naja, wenn du meinst. Lisa, ich dachte, wenn wir erst mal hier sind und du Arno und Elisabeth kennengelernt hast, dann wird es dir Dann leichter. kann ich sowieso nichts mehr machen. Es musste alles so schnell gehen. Da war für sowas Unwichtiges natürlich keine Zeit. Lass uns doch in Ruhe reden. Nein, Ja, jetzt ist gar nichts mehr zu machen. Kannst du nicht vielleicht mit ihr reden, bitte? Ja, ich versuch's. und du hast auch Bescheid gewusst. Hi. Lars! Oh je, du bist ja völlig fertig. Kein Wunder nach dem Tag. Bis heute Morgen sah es gar nicht schlecht aus. Und dann plötzlich taucht Bernds Sekretärin auf und behauptet, er sei zur Tatzeit mit Rush verabredet gewesen. Das war's endgültig, oder? Ja, vermutlich. Vielleicht war es ein Fehler, Bernds Verteidigung zu übernehmen. Glaubst du denn an seine Unschuld? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Ich setze mich erst mal wieder an die Akten. Kann ich dir denn irgendwas Gutes tun? Vielleicht ein Bad einlassen? Wie wär's denn, wenn du dich jetzt gleich an die Arbeit setzt und wir dann noch was trinken gehen? Nein, das fällt aus. Der morgige Prozesstag ist wirklich entscheidend. Ich muss mich super vorbereiten. Na gut, dann starten wir das Zuhause-Verwöhn-Programm. Ich bekoche dich, lese dir jeden Wunsch von den Augen ab und du arbeitest in Ruhe. Aber erst hole ich mir eine große Portion Energie von dir. Welche Möglichkeiten kommen in Frage? Willst du das nicht lieber Lars überlassen? Lars, vergiss es. Ich könnte den Richter erpressen. Zu riskant. Oder die Zeugin durch einen tragischen Unfall beseitigen. Aber ob das Dad wirklich was bringt? Vanessa, lass den Scheiß. Jana, wenn mein Vater einen unfähigen Verteidiger hat, dann muss ich ihm eben helfen, okay? Es wäre echt krass, wenn ein Vater für einen Mord ins Gefängnis kommt, den er gar nicht begangen hat. Noch ist er nicht verurteilt. Und ich gebe nicht auf. Ich hole ihn da raus. Hier, eine fast identische Beweislage. Aha. Und wie wurde da entschieden? Hallo. Hi, Gregor. Hallo. Na, wie war die Verhandlung? Wenn ich nicht bald einen genialen Einfall habe, dann sieht es schlecht aus für Bernd. Naja, einen genialen Einfall habe ich zwar nicht, aber immerhin einen Vorschlag. Du gönnst dir erstmal eine Pause. Ja, warum nicht? Ich meine, im Schneiders gibt's eine neue Cocktailkarte. Wir drei trinken dort was und dann machst du weiter. Geh du mit Gregor allein. Ich trinke hier mein Bier. Oder auch nicht. Na komm schon, einen Cocktail. Das wird dir gut tun. Ciao. Hallo. Sag mal, hast du gleich Lust, mit mir was essen zu gehen in der Stadt? Ich habe keinen Hunger und auch keine Zeit. Carla, könntest du mir mit ein bisschen Geld aushelfen? Ja, warum nicht? Ein bisschen Ablenkung tut dir bestimmt ganz gut. Ich glaube nicht, dass du so viel Geld in deinem Portemonnaie hast. Du musst nicht immer in den teuersten Boutiquen einkaufen gehen. Wie viel brauchst du? 10? Ja, okay. 1000? Wie bitte? Man ist ja doch nicht etwa für Klamotten. Nein! Ach, Carla, ich kann es dir nicht so richtig erklären, Vanessa, aber... ich gebe dir keine 10.000 Euro, ohne zu wissen, wofür. Na toll. Wenn ich einmal deine Hilfe brauche, lässt du mich hängen. Eine Cola mit 2 Eiswürfeln und Zitrone, genau wie du es magst. Die Cola schmeckt doch hier sowieso nicht. Also, wenn etwas auf der Welt überall gleich schmeckt, dann Cola. Ich habe keinen Durst. Paul, ich will zurück zu Papa. Warum hat Susanne das gemacht? Das würde sie bestimmt gerne erklären. Die kann mich mal. Du mich auch.
Ich habe mich doch auch total mies dabei gefühlt. Aber ich durfte dir nichts sagen. Dann lass mich doch einfach in Ruhe. Okay. Aber wenn du jemanden zum Verprügeln suchst, ich bin unten. Du kannst mich doch auch nicht wieder zurück nach Argentinien beamen. Ihre Firmeneinweihung, Gregor, war übrigens sehr gelungen. Die Gäste waren enthusiastisch. Dankeschön, das war der Sinn der Sache. Tut dir doch ganz gut, mal wieder abzuschalten, oder? Ja. Guten Abend. Guten Abend. Ein Single Malt bitte, Frau Schneider. Natürlich. Na? Ist dein Hubschrauber bis nächstes Jahr ausgebucht? Fast. Steht zwar gerade brav im Hangar, aber ich habe schon jede Menge Anfragen. Na, wem du die wohl zu verdanken hast? Meinem Charme natürlich. Und dem vorzüglichen Lahnsteinschen Wein. Meine zukünftigen Kunden waren restlos begeistert. Nichts anderes hätte ich erwartet. Bitte sehr. Danke. Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Ach, sieh an. Unser Star-Anwalt stellt sich schon auf seine beruflichen Erfolge dieses Jahr ein. Stilles Wasser. Vielleicht noch eine Scheibe Brot dazu? Ja, manchmal kämpft man eben auf verlorenem Posten. Auch im Berufsleben. Ansgar, deine schlauen Sprüche sind hier nicht gefragt. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Reine Formsache. Und dann ist für meinen Schwager Hofgang angesagt. Es sei denn, Sie haben noch einen ganz besonders gewieften Plan in petto. Vielleicht. Und der wird Ihnen ganz bestimmt nicht schmecken. Wo sind denn die beiden? Da sitzt Paul. Sag mal, O heißt im Spanischen doch oder? Was? In Spanien gab es auch gerade eine Rechtschreibreform. Davon habe ich in Mexiko gar nichts mitgekriegt. Ach, Pech gehabt. Hallo, Susanne. Hallo. Und du bist? Du bist bestimmt Paul. Ich bin Robin. Hi. Ja, Paul, hi. Und du bist? Ich bin Jana. Nico kommt später auch noch. Wo ist denn Lisa? Tja, nach dem langen Flug wird sie sich wohl oben Sie wollte etwas... längst unten sein. Holst du sie bitte? Ich kann's ja mal probieren. Vielleicht sollte man sie erst mal in Ruhe lassen. Deswegen muss sie sich jetzt nicht tagelang auf ihrem Zimmer verkriechen. Naja, ich weiß nicht. Wenn man mich so hinters Licht führen würde. Was wollt ihr trinken? Cola? Nehme ich auch. Schon in Arbeit. Was ist denn? Keine Vorhaltungen jetzt, bitte. Entschuldige, aber ich verstehe nicht, warum Elisabeth, Susanne... wir haben das bereits ausdiskutiert. Sie ist ihre Mutter. Sie wird wissen, wie sie mit ihren Kindern umzugehen hat. So, die Cola. Du machst das alles ganz richtig. Im Restaurant ist genug Platz. Wieso setzen Sie sich nicht woanders hin? Weil ich mit Ihnen feiern will. Ihren verlorenen Prozess und die anstehende Verurteilung meines Schwagers. Das hätten Sie wohl gern, hm? Ich war schon immer für Gerechtigkeit. Durch eine gekaufte Zeugin, die Bernd belastet? Oh, jetzt begeben Sie sich aber auf ganz gefährliches Terrain. Nicht sehr professionell, Herr Anwalt. Ich weiß sehr wohl, was ich verantworten kann. Und Ihr Interesse an Bernds Verurteilung ist mehr als auffällig. Oho, jetzt wird's ja richtig interessant. Nur weiter so, Herr Anwalt. Ansgar, geh einfach, okay? Tja, ja. So eine Niederlage, das ist schon schmerzhaft. Das ist verständlich, gibt sich aber mit der Zeit. Ansgar, jetzt reicht's. Du warst hier, um was zu trinken, das hast du getan. Also, hier ist die Tür. Wir sprechen uns nach Bernds Freilassung. Sieht ganz so aus, als ob sich dein Freund falsche Hoffnung machen würde. Schade. Naja. Schönen Abend noch. Klar. Sorry, aber das hat echt keiner gebraucht. Ansgar ist so ein Kotzbrocken. Ah, du kennst ihn doch. Er provoziert gerne. Man nimmt es halt einfach nicht so ernst. €10.000, Vanessa, du hast einen Knall. Du kriegst es ganz bestimmt zurück. Ja, so wie das Geld, das ich dir für deine angebliche Wohnungssuche geliehen habe. Darauf warte ich immer noch. Es ist ja nicht so, dass du das Geld nicht hast. Was? Felix, du bist meine letzte Hoffnung. Nein.
Na gut. Ach, Vanessa. Hier, da ist heute noch so ein Brief für dich angekommen. Hier. Von TVA. Der Sender, der nach Dads ersten Verhandlungstag diesen miesen Bericht über mich gebracht hat. Nach schriftlichem Kontakt mit ihrem Anwalt Lars Schneider haben wir uns auf einen außergerichtlichen Weg geeinigt. Als finanzielle Entschädigung für die Unannehmlichkeiten wurden soeben 12.000 € auf ihr Konto überwiesen. 12.000 €? Was? Hereinspaziert. Hallo. Habt ihr schon gesehen? Auf was für einer Schule wart ihr denn in Buenos Aires? Einer deutschsprachigen, aber sonst ganz normal. Mit dämpfigen Lehrern und so. Ich bin da gern hingegangen. Jetzt sind wir langsam vollziehen. Ja, hallo, ich bin Nico. Hallo, Susanne. Hallo. Hi, ich bin Paul. Und ich bin Lisa. Hallo. Ich bin Konstantin, Nikos Halbbruder. Ja, die habe ich mitgebracht. Oh, danke. Das ist nett. Die wollte wohl unbedingt zu dir. Danke. Ja, setzt euch doch. So, bitteschön. Respekt, Frau Schneider. Ihre Drinks sind vorzüglich. Dankeschön. Das ist aber mal ein Kompliment. Gregor ist nämlich normalerweise ganz schön pingelig. Ja, ich kann nichts dafür. Ich bin ja schließlich vom Fach. Ja, magst du mal probieren? Ah, danke. Du möchtest du was anderes, einen Kaffee oder? Lass mal lieber. Ich gehe nach Hause. Schade. Die Sache mit Bernd lässt dir keine Ruhe. Meine Verteidigungsstrategie für morgen, die muss perfekt sein. Soll ich mitkommen? Quatsch. Du bist heute Abend hier in amüsanterer Gesellschaft. Na dann, viel Glück. Mach's gut. Ja, das werde ich. Ciao. Ciao. Verbundene Augen. Darf ich vielleicht bitte? Nein, Arno, nein. Willst du, dass wir uns zum Gespött machen? Nein, Arno, hör auf. Meine Frau hat beim Tanzen Angst, in meinen Armen schwach zu werden. Oh Gott. Schau, Susanne, hast du schon gesehen? Ja, klar. Ach, wie nett. Lass mich doch mal durch. Weißt du noch? Was? Du warst 3 und wir waren im Zoo? Ja, genau. Und ich wollte noch unbedingt ein Eis haben und danach sind wir klitschnass geworden, weil es mir aus Eimern geschüttet Weißt du noch? Und wie gefällt euch Deutschland bis jetzt? Ihr kennt doch wahrscheinlich nur den Weg vom Flughafen bis hierher, oder? Ja, und was ich bisher so von Düsseldorf gehört habe. Naja, Karneval, kalt, komisches Essen. Völliger Quatsch. Es ist zwar nicht so wie in Argentinien, aber es ist gar nicht so schlecht. Ich habe bei meiner Tante in Italien gelebt. Und ich wollte eigentlich nur zu Besuch nach Düsseldorf kommen. Und jetzt will er gar nicht mehr weg. Genau. Soll ich euch mal die Stadt zeigen? Ja, gute Idee. Was meinst du? Okay. Hey, die Altstadt, die Rheinpromenade, das wird dir bestimmt gefallen. Und danach einen Abstecher ins No Limits. Das ist absolute Pflicht. Ich habe morgen Frühschicht. Ja, cool. Wir sind auf jeden Fall dabei. Hi. Hi. Und? Kriegst du es hin? Ich sitze gerade im Plädoyer. Da muss jedes Wort passen, wenn ich Bernd noch helfen will. Dann siehst du also doch noch eine Chance. Anskes Auftritt vorhin. Die Sekretärin, die plötzlich gegen Bernd aussagt. Findest du das nicht auch ein bisschen komisch? Na doch, aber Anske hat mit dem Mord was zu tun. das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das musst du auch gar nicht. Es reicht, wenn ich das kann und es beweise. Du glaubst also wirklich, dass Bernd unschuldig ist? Mittlerweile bin ich sogar felsenfest davon überzeugt. Entschuldige. Bald ist es vorbei. Diese ewigen Gedanken an diesen Prozess und die Nachtschichten und meine schlechte Laune. Doch schon okay. Nein, das ist es eben nicht. Und dann versau ich dir auch noch den Abend. Ach Quatsch, ich wollte sowieso nicht ohne dich im Schneiders bleiben. Du bist also nicht sauer? Nicht, wenn du jetzt eine kurze Pause einlegst. Für dich immer.
Ich kann ja später ins Gericht kommen. Leo und ich haben in der Holding noch was Wichtiges zu besprechen. Ist das okay? Klar, kein Ding. Guten Morgen. Hallo? Ich will auch unbedingt pünktlich sein. Aber du hast doch noch Zeit. Haben Sie es so eilig? Ah, Sie können die Urteilsverkündung kaum abwarten, was? Was zahlt man Ihnen eigentlich für so ein Exklusivinterview? Arme Vanessa von Beinbach. Was macht sie nur ohne ihren kriminellen Vater? Sie sind geschmacklos. Lass sie reden, Carla. Der Prozess wird anders ausgehen, als Sie erwarten. Ich werde mich noch in Ruhe auf Dads Freilassung vorbereiten. Und Ihnen wird das Lachen auch noch vergehen. Immer wenn ich komplett durcheinander bin, weiß ich nicht, wie ich es aufschreiben soll. Heute geht es mir wieder so. Der Tag gestern war die Hölle. Wir bleiben in Deutschland. Für immer. Hätte Arno sich nicht verplappert, ich wüsste es immer noch nicht. Echt zum Kotzen. Abends kamen dann auch noch meine Großcousins und Cousinen. Robin, Jana, Nico. Und Konstantin. Nikos Halbbruder. Er hat mir eine Blume geschenkt und will sich heute mit uns treffen. Auch wenn es mir eigentlich total schlecht geht, irgendwie freue ich mich sogar drauf. Wieso bleibt die Tür offen? Danke. Nein, komm, Vorsicht, ja? Ich hab's doch gewusst, die deutsche Justiz ist ein Irrenhaus. Ja, das sehe ich genauso. Und was soll das bitte werden? Engelchen, was machst du denn hier? Das erkläre ich dir später. Los, zieh den Typen eins über. Was? Du sollst ihn bewusstlos schlagen. Schnell, ich habe alles für deine Flucht vorbereitet.